Ich habe natürlich nicht vergessen. Wie sollte ich vergessen, dass ich weise wählen sollte im gesamten Leben? Nix Nagellack. Chloe? What? Where? It's a dark room. Is anybody out there? Please help! Der Schmetterling auf Max' Shirt. Max, you have to find a way out of here. Oh shit, that's me. He took that shot last night. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. If I could move it towards me. Great. I can see all my things, but I can't grab it. Na, zum Glück funktioniert das hier noch. Als bräuchten wir eine Erinnerung an die tickende Uhr Arcadia Bays. Sah ich am Himmel 2 Monde, oder dachte es zumindest, bis Wolken aufzogen. Ich rieb mir die Augen, nur um sicher zu gehen, dass ich nicht halluzinierte. War es ein weiteres Zeichen oder eine Fata Morgana? Andere sahen es auch. Nur Chloe war blind für alles außer Rachel. Also ging sie in die Sporthalle, um Nathan zu finden, bevor ich sie einholen konnte. Nathan weiß nicht, dass auch ihm die Zeit davonläuft. Ist nicht ironisch gemeint. Uns läuft sie auch davon. Was mir aber gerade erst einfällt: erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange. Besser spät als nie. Meine
Eine erste und letzte Vortex-Party. Blinkende Lichter und DJ Doom legten auf. Einzahl legte auf. Kein Kommentar. Ob das gut oder schlecht ist oder. In einer anderen Realität würde ich auf dieser Party nur in einer Ecke stehen und darauf warten, dass mich jemand zum Tanzen auffordert. Und das wäre das größte meiner Probleme gewesen. Jetzt sieh mich an. In einer anderen Zeitlinie würde Max voll aufgehen und Drogen zu sich nehmen. In dieser Weißhosen-Zeitlinie. Ich musste erst Chloe, dann Nathan finden, bevor sie ihm eine Kugel verpasste. So bösartig Victoria mir auch erschien, sie ist eigentlich nur eine furchtbar unsichere Person mit Talent, Leidenschaft und einer Tendenz, grundlos grausam zu sein. Das beschreibt sie ganz gut, Max. Deswegen springt sie nicht über ihren Schatten, um mich nicht hasserfüllt anzusehen. Ich wollte unser kleinliches Drama vergessen, aber sie machte es mir unmöglich und Chloe war wichtiger. Ich fühlte mich mies, sie nicht gewarnt zu haben, aber ich muss einfach hoffen, dass Victoria die eine Person ist, die Nathan nicht anrühren würde. Einfach aus Freundschaft oder weil Arschlöcher zusammenhalten. Ja, was ist denn mit der Vic? Die ist nicht hier. Wir haben sie nicht gewarnt, damit haben wir sie nicht in die Arme von Jefferson getrieben und damit ist sie halt nicht hier. Sieht eigentlich so aus, als könnte Max da einfach durchschlüpfen. Sieht extrem locker aus. Straps hurt. Oh Mann, David, das wird wieder was werden, aber hier wirst du zum Held. Of course. And right in front of me. Zum Held eines Alltags, wobei das hier sollte kein Alltag sein. Was ist eigentlich die aktuelle Aufgabe? Ich muss einen Weg finden, durch die Zeit zu reisen. Ja. Absolut notwendig, denn in der aktuellen Zeitlinie hat Chloe einen Kopfschuss bekommen. Beim letzten Durchlauf in der anderen Matrix, da habe ich es ja verkackt mit Victoria zu reden, weil verklickt. Deswegen bin ich auch gerade etwas vorsichtiger. Wo ist der denn eigentlich gerade hin? Ich meine, draußen stürmt ja schon ein Tornado umher. Was macht er denn gerade oben in dieser undichten Scheune? I couldn't save her. Offenbar ist er Again. Nicht hier unten. Oder steht er nur vor der Tür unten an der Treppe und telefoniert gerade? Das könnte auch sein. Vielleicht ist hier unten einfach kein Empfang. Im Zweifelsfall nach rechts gehen. Finally, I'm free. Bewahrheitet sich mal wieder. Ein roter Ordner. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Das einzige Gute an der Situation hier ist, Max hört auf, den Jefferson so anzuhimmeln. Das ist richtig, richtig gut, aber es ist halt auch die einzige schöne Sache hier in der Dunkelkammer. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Bei der Theorie, dass der Jefferson weiß, dass Max in der Zeit reisen kann, da weiß er aber offenbar nicht,
wie sie in der Zeit reisen kann, denn ansonsten würde er die Bilder hier nicht so rumliegen lassen oder eben das Bild. Mir schwirrt gerade was anderes durch den Kopf, nachdem ich ja vor 3 Folgen meine Rachel-Theorien, die eben nicht schönen Theorien offenbart habe. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Klar, bestimmt. Bevor es dann zum Wohnheim ging, weil Kate da oben steht, ging es ja ins Klassenzimmer und bevor wir da reingekommen sind, mussten wir mit dem Jefferson reden. Das Gespräch wurde unterbrochen durch einen Anruf. Ich musste gerade an den Anruf, den er hier vielleicht gerade vor der Tür tätigt, denken. Und stellt euch mal vor, zu diesem Zeitpunkt hat er gerade bei der Theorie Rachel und Jefferson stecken unter einer Decke. Zu diesem Zeitpunkt hat er gerade mit Rachel telefoniert. Rachels Stimme so nah. Aber die ganze Theorie mit die beiden arbeiten zusammen, stecken unter einer Decke, gefällt mir halt überhaupt nicht. Und wie kaputt diese Matrix ist, dass selbst die ältere Matrix, die auf 4K nicht unbedingt angepasst wurde, anders als diese hier, dass die besser funktioniert mit den Einblendungen da oben. Ende, verwende die ARD-Tasten und die linke Maustaste, rechte Taste, bis du den optimalen Punkt gefunden ja. Hast? Oh Mann, ey. Boah, dieses Bild, ey. Oh, Max. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, weil ich kotzen könnte, dieses Arschloch. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Wie er seine Straftat einfach auf Foto festhält. Hold that stare there! Stay still! Ich krieg Zustände, wenn ich ihn so sehe, wie er Max behandelt. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. Wie er hier unten aber aus seiner Haut fährt. You were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. Selfie, Selfie, Selfie. But I love the purity of your own image. Wir sollten ihn aber nicht Not like provozieren. Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Das spricht gegen die Theorie. Vielleicht ist es aber auch noch geschauspielert. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Schiebt Nice. das in seine Schuhe. Good. Oh, those eyes. Augen hat Max, das weiß ich. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Surprised. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift.
Eine Superkraft. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. No. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Boah, Max Augen. Remember my number one rule. Always take the shot. Das einzig Richtige, was er sagt, er weiß nichts von der Kraft. Oder er ist einfach nur dumm und das ist er nicht. Er gibt doch nicht Max den Tipp, mach immer ein Foto, wenn er weiß, dass das Futter für ihre Kraft ist. Oh, Jesus. I can't believe that happened. So sick. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Bin ich dabei, Max? Gewalt ist keine Lösung. Okay, I broke those files when I kicked the trolley. Weniger Drogen für Max. No, that picture isn't going to help. And I can't go through all that again. Das ist gerade so eine schwierige Zeit für Max. Wer weiß, was das immer wieder Erleben auch bei ihr auslöst oder mit ihr macht, sie vielleicht weiter schwächt, aber dieses verdammt viel Zeitreisen gerade, das schlägt ihr richtig nieder. Whoa, I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Juhu, freiwillig zu diesem Arschloch gehen. This might work. Please work. Wise yet so innocent. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. Der ist so My krank. subjects. Yes, you're a psychopath.
and this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Wie Max das Licht einfach widersteht. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Artists don't drive teenagers to suicide for any bullshit muse. You trained Nathan to drug Kate, to take photos of her. That's why she's dead. Which makes me sad, Max. I will miss her. Kate had such a strong spirit, it was very satisfying to break it down. You will not get away with this. I want you to know that. When you told the principal that I made Kate cry, I thought you almost had me. It's good our esteemed Principal Wells is like most administrators. A closet drunk. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Ich frage mich immer noch, wie hat er das erklärt, dass er diese Dunkelkammer hier will? Ich meine, der gibt doch nicht eine 7-stellige Summe aus für, ach hier, Nathan will das und mach ich mal. Er hat zu hören bekommen, was er hören wollte. Und dann war es gewissermaßen ein Kinderspiel. Was glaubst du, wer das hier alles finanziert hat? Aber wie genau, mit welchen Worten, mit welcher Erklärung, mit welcher Begründung? Rachel Überdosis. Why, Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. Sie ist A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Hat sie Bilder schießen lassen? Kannten Sie Frank? Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried.
After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Wie will er das denn erklären? Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Alone with a heart. Ist ja schon krank. Die Musik dazu. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Immer schön hier reingucken, allen voran jetzt, wenn dann Max irgendwo anders ist, wo was rückwärts abläuft oder. Immer reingucken. This is purity personified. Diese Unschärfe da hinten. Max, I wish you could see yourself now. Easy to be alone with a dream, a silly old dream, a dream. This one is out of focus, but that's my fault, Max. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Das geht noch ohne Hand ausstrecken, aber Hand öffnen reicht schon. Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Let me go and I'll help you. Let me help you. Please. Don't beg. Never beg. I hate that. Anyway, let's enjoy our final moment before I have to end our memorable session with your death. Schön zu wissen, was er hasst. Dann können wir ihn auch mal so richtig leiden lassen. Alone with a heart. You better ask him something else. Battered up. Wie links jetzt was fehlt oben links? Sonst haben wir das immer gesehen. Boah, ey, Okay. so weit. Wait! Please, Mr. What? What are you going to do to me? I'm going to make you live forever in my photographs. That's all that will be left of Maxine Caulfield. Niemals They Maxine. won't even find your bag. Alone with a heart. Nicht so weit zurück. Mann. Ich hasse das. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich hasse es, weil es Max einfach wehtut. Okay. Wait! Could you show me the photos? That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. But I love that the last thing you'll ever see is yourself through my camera eye. Too perfect. Alone with a heart.
You better ask him something else. battered old heart. Da ist doch ein Punkt, warum geht das darüber hinaus? Oh Mann. Okay. Wait! You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. Ach, You das can ist do so much better. Das ist sowas von schlecht, ey. Dass du das gerade hingeworfen hast für dich. Alone with Selbst wenn er wüsste, dass Max in der Zeit reisen kann, er weiß halt nicht wie. a heart that needs tender care. Oh, now this one. This Oh is my pure God. personified. I could go all the way back to the moment this all started. Max, this could be your chance to fix everything. For good. Easy to be alone with a dream. Jetzt geht der ganze verrückte Scheiß erst so richtig los. This one is out of focus, but that's my fault, Max. Torture, right? And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word back. for a wonderful photographic trick. Right back where I started this insane week. Aber jetzt mit And Wissen. nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Kate, aber retten ist hier nicht drin. Zumindest nicht in der Kürze. Ich stelle mir das immer noch verdammt cool vor, wenn Max merken würde, dass das hier einfach ein neuer Durchlauf ist, wenn wir auf Episode 1 Beginn, neues Spiel Plus drücken würden, so in diesem Sinne. Wenn das ganze Abenteuer schon mit dem Wissen, was genau dahinter steckt, bei Max ablaufen würde. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try again? Okay, the Daguerrean process. Blah, blah, blah. Die denkt sich auch, was ist mit der los? Naja, Let's- Max halt. Let's move on. Anyway, so the Daguerrean process made portraiture quite popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes to change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Zeit, die Zeit zu verändern. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if Kate. Kate. you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so Did you know someday your pictures would actually alter time and space? I'm sure you know what it's like to be Deine Bilder werden eines Tages Zeit und Raum I just verändern. really think Everyday Heroes
Mach immer ein Foto. Das einzige Lehrreiche, was er vermittelt hat. I hope I still love photography when this is done. Don't confuse the art with the artist. Bastard. This diary literally saved my life. Und dann auch noch buchstäblich. I've got a ton of Blackwell brochures, so I hope David's number is in there. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Pamphlet. Blackwell Akademie 1910. Seit über einem Jahrhundert ist die Blackwell Akademie eine akademische Oase für Kunst und Wissenschaft und für ziemlich kranke Köpfe. Mit vielfältigen Schülern aus aller Welt, die die Welt und ihre Gemeinschaften verändern wollen. Und die Lehrer wollen, oder der Lehrer, ein Lehrer will auch was verändern. Siehe Intel für weitere Informationen über uns, Zulassungen, Leben auf dem Campus, Kontakt. Lehrer im Rampenlicht, Mark Jefferson. Auch nachdem er sich seinen Weg in der Modefotografie der 90er gebahnt hatte, war Mark Jefferson stets bewusst, dass er seine Vision teilen und andere inspirieren wollte. Nach der Jahrtausendwende unternahm er einen gut publizierten Abstecher in den Lehrerberuf im ganzen Land und nahm schlussendlich eine permanente Anstellung in der Blackwell Akademie an. Mr. Jeffersons Unterricht zu Kunst und Fotografie ist einer der beliebtesten in der reichhaltigen Geschichte der Schule und seine Schüler werden zweifellos andere mit ihrer eigenen Vision inspirieren. Naja, eher nicht, weil sie umkommen. Muss gerade dran denken, wie wir 2016 in einem Regal was von ihm gefunden haben in Beaver Creek. Boah. Found you. Kontakt, Zulassungen. Mariana Taylor. Finanzielle Unterstützung. Lisa Weiner. Sicherheit. David Madsen. Hausmeister. Samuel Taylor. Könnte ich einfach Samuel Bescheid sagen, wobei der weiß vielleicht schon Bescheid im Ansatz oder. Schutzpatron der Schüler. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. Oh, Victoria. We could have been friends. Max und Victoria Freunde. Oh Mann. Ganz schön wild. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Max C. zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde. Weg. Krieg dich wieder ein. Und das ist halt das, was sie an Max auch so großartig findet. Die Victoria. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Sie geht ihren Weg trotzdem weiter.
Die können mal blättern. Neugierde. Mhm. This fancy camera does not give you any extra talent, Victoria. Or excuses. You will not 5000. hurt Kate Marsh this time. Ah, dieses Mal nicht wehtun. The 90s are over for you, asshole. Popwein ist Crunch tot. Mit den neuesten Werken von Mark Jefferson. 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Stand ein Datum? The 90s are over for you, asshole. Oder ein Jahr, kann man zumindest nicht erkennen. Das Bild ist einfach nur traurig im Sinne von, die Schüler wollen was von dem Lehrer, der so viel kann. Die wollen einfach was von ihm lernen und er missbraucht sie. If only I could tell the whole class about Jefferson and watch him squirm. But I better let David take care of everything. Ich würde schon sehr gerne sehen, wie der Jefferson eingeknastet wird. Das würde ich sehr gerne sehen. Not impressed anymore. Lässt mich kalt. Alles, was mal so toll an ihm war, ist Geschichte. Now I wonder how many victims Jefferson has left behind in his career. Auch leider eine interessante Frage. Wer weiß, wie krank er schon an anderer Stelle war, was er da getan hat. Synapse oder Synapse. Dunkle Schönheit von Mark Jefferson. Film gegen digital. Was gewinnt? Wer weiß, unter welcher Droge sie stand. Das wär's. Wenn er so ein Bild dann veröffentlichen würde. I can't blame the cameras, but I just think of Jefferson using them. Chloe für immer. Oh, Rachel. I'm sorry. Aber noch ist die Zeitlinie nicht so kaputt oder das, was sie vorgibt zu sein. Deswegen steht da noch Rachel. Just a week ago, I was so naive about art, life, the world. I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. An everyday hero is going to bust your ass, Jefferson. Du bist ein Held des Alltags? Finde es heraus, nimm teil. Fotowettbewerb Helden des Alltags. Reiche ein Bild, das dich oder andere bei heroischen Taten zeigt. Abgabefrist 9. Oktober 2013. Ein Tag halt vor der Weltuntergangsparty, wo der Sieger der Gewinner verkündet wird. Der Gewinner fliegt nach San Fran und repräsentiert seine Schule im nationalen Held des Alltags-Wettbewerb in der Galerie Zeitgeist am 11. Oktober 2013. Schon am nächsten Tag. Na gut, wenn wir da drüben sind, dann gibt's ja Chloe, die gerade mitten im Sturm ist. Du kannst ein Foto auf zugelassenem Papier zur Bewertung einreichen. Für diejenigen unter 18 wird eine Genehmigung der Eltern zusammen mit dem Foto benötigt. Nun gut, dann würde ich mal sagen, werden wir in der nächsten Folge wieder mit dem Jefferson reden, aber allen voran auch mit Kate. Vielleicht einfach mal umarmen. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.